Aveki Veki. Graf Chrysula macht sich jetzt erstmal auf die Suche nach dem Frühstück. Ready and action. If I could sing one last song before the world ends. If I could sing one last song to say goodbye. If I could sing one last song to all my children. If I could sing one last song before we die. Ja, Freunde, ich werde hier heute schon mal meine eigene Beerdigung vorfeiern, weil was ja so traurig ist an Beerdigung, dass man ist ja nicht dabei, wenn man selbst beerdigt wird. Das heißt, man hat von der Party nichts. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dass wir das einfach vorziehen, die Party. Dann kann ich dem noch beiwohnen und noch die ganzen netten Sachen hören, die Leute sich über mich ausdenken dann. Tot. Ist aber gar keiner da. Ich komme später nochmal wieder. You wanted to do that? Did you want? He's doing yoga. Oh, look at that. Yeah, we will need to clean your hands. Mir ist echt ein bisschen schlecht gerade, ey. Das ist irgendwie. Achso, das ist ja nichts. Nee, das ist echt richtig. Soll das zu jetzt schon nicht? Der hier, aber. Nee, nur der Unter wird so. Ihr müsst ja nicht reinlegen, um dann den Sack völlig komplett zuzumachen. Tschüss. Guck, wie lange das aushält. Ja. Wir gucken morgen nochmal. Oh, jetzt ist er erstickt. Here a bit more, just a little. Yeah. Jared and P, please make one step back. Ja, das ist dieses Corpse Paint. Das ist witzig. Vielleicht möchte ich auch, dass meine Beerdigung genau so abläuft. Dass dann die ganze Kirche ist voll mit Matteo. Stop, do it again. Okay. Action, now die. Now die. Chris. Schläfst du? Warte echt. If I could sing one last song to my parents. If I could sing one last song with all my friends. If I could sing one last song to everyone I've heard and beg their forgiveness before this life ends. I'd give everything I have, say all the things I left unsaid. If I could sing one last song and make it a good one. A little from far away. It was extremely weird lying there, not knowing where you are, where the others are. Just suddenly hear someone breathe. Then we did close up as usual. Very nice. Did you fall asleep finally? Yeah. Okay, so Cool. you got an impression. But I can actually say that I fell asleep in a coffin. So go from you, man. 3, 2, 1, so Onkel Willi. Letzte Reise. Wo soll der hin? I've seen his video before. If I could sing one last song to show my love was endless. If I could sing one last song to help you cry. If I could sing one last song when the colors fade, with a smile through the pain to the everlasting night. Freunde, ich zeige euch schon mal so ein paar Sachen. Also wir sind hier in meinem Jugendzimmer, es ist nicht wirklich mein Jugendzimmer, aber wir wollen es hier so ein bisschen darstellen. Und was ich gefunden habe, das ist meine Roxette-Fanmappe und ich habe damals ordentlich ein Inhaltsverzeichnis angelegt für alles das, was hier drin sind. Also so Bravo-Ausschnitte,
Popcorn, was es sonst noch an Zeitungen damals gab. Alles, was ich gefunden habe aus Tageszeitungen. Hier ist auch mein Brief drin, den ich an Roxette geschrieben habe. Das ist das Original. Ja, auf Schwedisch geschrieben. Per, nach der Tour will ich auch ein Baby. Also geil, ey. Oh, guck mal hier, Popcorn. Ja. Crazy. Ich suche mal kurz, ob ein Bravo-Cover da ist. Das hier. Tourstart in Helsinki. Das war der Tourstart der Crash Boom Bang Tour, auf der ich dann am 24.10. in Hamburg war. Mein erstes Konzert. Mit meiner ersten Freundin damals. 1994. So, was kann ich euch noch zeigen? Da unten sind Inline-Skates, das sind nicht meine, das sind die von meinem Sohn, aber stellvertretend für Inline-Skates, ich als kleiner Skater damals. Das ist mein Helm von damals tatsächlich, den ich 94 bis 97 ungefähr getragen habe. Bin so 4 Sommer lang ungefähr Inline-Skaten gegangen, ganz viel, maßgeblich am Jungfernstieg in Hamburg. Mein Cello, Rocky, einer meiner Lieblingsfilme generell, ne? Ich bin die Generation Stallone, Schwarzenegger und so, das waren halt so meine Action-Movie-Helden. Liebe. Ja, das klassische Poster. Oh, danke. Oh, 2 Mark. Chiara hat Geld gefunden. 2 deutsche Mark. Here. Can you make the video a little better? Yes, with this budget we can add 1 poster. That's my dog. Ich kann wieder auf Deutsch. Ja, das ist mein Hund Baloo. Der war 9 Wochen alt oder so. Inzwischen lebt er leider nicht mehr. Hier eine Auswahl, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Hier meine Rocky VHS, hier meine erste Ärzte VHS, gefangen im Schattenreich von Die Ärzte. Ich habe ein paar CDs mitgebracht, die mir irgendwie viel bedeuten. Nine Inch Nails, Sign, Backstreet Boys, Smashing Pumpkins, H-Block, Green Day, Silverchair, Bon Jovi, Papa Roach, The Sweet. Was haben wir noch? Guck mal, ich schau mal durch. Genau, mein Ärzte-Songbook. Die Joyride-Kassette, David Bowie mit Ziggy Stardust, das Slipknot-Album. Hier sieht es auch ein bisschen mehr Jugendzimmer, ist nicht nur Kinderzimmer. Ne? Also, deshalb Slipknot war ja jetzt nicht meine Kindheit, das war ja eher so späte Jugend. Aerosmith, Britney Spears, Sisters of Mercy, Joachim Witt. Ihr merkt schon, mein Musikgeschmack war damals schon genauso bunt wie heute. Michael Jackson, Iron Maiden, Korn, Eminem, Cradle of Filth. Ey, was für eine wilde Mischung für so einen Jugendlichen. Ey, super schräg. Geil, ich leg mal die Iron Maiden CD hier raus. Gleich neben David Bowie. Das sind Bilder, die ich gemalt habe. Ja, ich weiß nicht, ob ich damals Cthulhu gemalt habe oder ob es wirklich einfach nur ein Kraken sein soll. Das habe ich auch gemalt. Fragt mich bitte nicht, was der hier in der Hand hat. Es sieht aus wie ein iPhone oder so. Ja, das war 80er, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Der rennt den Berg runter, Sonne, Wolken, Regenbogen. Noch ein Regenbogen. Ich hatte es irgendwie mit Regenbögen. Ich habe viele Regenbögen gemalt. Ich habe hier nämlich, das war Klasse 4a. Ja? Hier ist die schöne Hülle, da, das war meine Schule. Und hier seht ihr ganz viele Bilder. Hier kämpft ein Römer gegen ein Spartaner vielleicht? Ich weiß es nicht. Also ich habe sehr viel gemalt. Und ich habe auch immer mit Geräuschen gemalt. Also wenn ich so eine Schlacht gemalt habe, dann habe ich... So habe ich gemalt. Hier noch. Guck mal, ganz wichtig. Märklin-Eisenbahn. Ja? Gitarrenbuch. Das ist meine alte mein alter Schulranzen. Look at that. I don't know if you want things like that. That's too childish, maybe. I don't know. Maybe we can put them on the library. Guck mal, hier kommen die richtig schön. Ja, genau. E-Gitarre, Akustikgitarre, ist klar. Aber guck mal hier. Ja, Queen. Ich meine, die Greatest Hits kamen später, aber war damals auch ein Thema. Roxette, klar. Aha, auch sehr wichtig, finde ich. Das war wirklich die erste Platte. Also das erste Album von der Band. Vorher hatte ich das hier auf CD. Ich habe die jetzt als Vinyl nachgekauft. Peters Popshow. Hatte ich auf CD damals. Mit super geilen Sachen. Scorpions, Wind of Change.
Roxette, Fading Like a Flower, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, was haben wir? Chesney Hawkes, The One and Only, Eros Ramazzotti, Ancora Vita, Gianna Nannini, der. Ach herrlich, OMD, Camouflage, Scorpions, nochmal Tote Hosen, Blue System, Alter, Matthias Reim, Katrina and the Waves, ja. Katrina and the Waves, welche ist denn das? Tears of a Woman. Pink Floyd, The Wall. Habe ich damals auch echt hart gepumpt, als 15-Jähriger schon oder so. Nirvana, Nevermind, klar. Meine Roxette Songbooks zum Klavier und Gitarre spielen und mitsingen. Was haben wir hier? Weiß ich gar nicht. Easy Rider, Born on the Road. Hä? Was macht das denn hier? Ich glaube, hier haben sich noch ein paar Platten von meinen Eltern drin verwirrt. Paul Simon, ja, das habe ich nicht so gehört. Christa Burke, nee. Elton John, Elvis, Karneval der Tiere. Das auf jeden Fall. Das sind ja Songs, Cello-Konzerte Nummer 1a. Das habe ich gespielt. Also nicht die Platte, aber das habe ich gerne gespielt. Songs, bester spätromantischer Komponist. Ja, wir haben uns dagegen entschieden, überall Klamotten im Zimmer zu verteilen, was eigentlich der Plan war, um so ein bisschen chaotisches Jugendzimmer zu haben. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht, weil das spiegelt mich nicht wider. Ich hatte nie ein unordentliches Zimmer. Also ihr merkt schon, da hat ein scharfer, pedantischer Wind schon damals durch mein Jugendzimmer geweht. Ja. Stellvertretend für meinen ersten Verstärker, das war nicht der gehört Pi, das ist wirklich Pis erster Verstärker. Ich hatte so ein Marshall-Ding in groß mir irgendwie erspart und mit 18 gekauft, aber das gibt's nicht mehr. Meine erste Gitarre war eine Les Paul, das war nicht diese Les Paul, die wurde leider geklaut, die erste, aber das war eine meiner ersten. Die habe ich, glaube ich, 1999 oder so gekauft, in dem Gitarrenladen, wo ich Klaas dann auch kennengelernt habe. 2-3 Jahre später vielleicht. Und die habe ich noch. Meine Les Paul Classic, die war mal bläulich lila und ist über die Jahre jetzt ausgeblichen. Kaum vorstellbar. Und das hier ist die alte Aria-Gitarre, spanische Gitarre meines Vaters aus den 70ern. Auf der habe ich zum Beispiel die The Sorrows of the Young Platte eingespielt, wo man nur mich mit Akustikgitarre und Stimme hört. Ja, also das sind wirklich hier so ein paar alte Schätze oder halt ein paar Dinge, die so dem nachempfunden sind, was ich so als Kind hatte. Und in der Szenerie des Videos tauche ich ein bisschen ein als Erinnerung in diese Jugendzimmerwelt. Mein Tennisschläger. Der Scheiß ist wirklich original. Ja? Das ist der Boris Becker Youngster Puma Racket. Ich habe Tennis gespielt damals, ich habe auch Eishockey gespielt und ich habe auch 1000 andere Sportarten gemacht. Ich habe auch Jazzdance gemacht viele Jahre. Ich gucke manchmal auf mein Leben zurück und frage mich, wie habe ich das eigentlich alles gemacht? Ich habe so viele Sachen gemacht und mache ich auch bis heute, dass ich mich manchmal frage, ob ich in Paralleluniversen lebe oder so. Weil ich, ja, schon weird, oder? Ich habe wieder Bock auf Tennis spielen. Play me the song. Ready and go. A song about love, a song about death, of desperation in my breath. I scream in the silence, massive and violent. Hear my voice, for I am lost. Crank. Sag Manufaktur Lafrenz. Alle kurz? Ja, ich halte. Oh. Ah, okay. Ich bin hier erstmal hin. Ah. Magari un pelo più avanti, così. A song about love, a song about death, with desperation in my breath. I scream in the silence, massive and violent. Hear my voice, for I am lost. Singing for my broken walls. One last song. One last song.
could sing one last song to you. Lennart, komm, leg dich da mal rein. Komm hier. Geh mal rein, Lennart. So, guck. Jetzt mal selber gucken, wie das ist. So, guck. Ganz so groß, ne? Gute Nacht, Lennart. Ciao.